Es wird windig und wackelig. Das fühlt sich jetzt an Land schon nicht besonders stabil an. Das wird im Wasser lustig. Ah! Ich teste Wassersport und gehe baden. Ich schlafe in schwankenden Hütten. Entspanne mich. Ihr stellt euch vor, ihr habt eine Banane auf der Hand. Da kommt der Affe. Campe im Baumzelt mit Lamas. Galoppieren. Wie war der Song? Zähne putzen, pullern, Ach, ins Bett. Guten Morgen. Ich bin Sarah und ich teste ungewöhnliche Übernachtungen in Thüringen. Schon mal auf dem Wasser übernachtet oder 1 Meter schwebend über dem Boden auf einer Lamawiese? Nein, ich auch nicht, aber das probiere ich jetzt aus. Oh Gott, ich fall um. Bei Hinreisen gibt es Reisetipps aus Mitteldeutschland von Action bis Entspannung und Kulinarik bis Kultur. Also wenn euch das gefällt, dann folgt gerne dem Kanal. Nördlich von Erfurt liegt der Alperstädter See, rund 65 Hektar groß und ein echtes Freizeitrevier für Segler, Surfer und Tauchbegeisterte. Das Motto meines ersten Stopps ist wackelig auf dem Wasser. Ich werde in schwimmenden Hütten übernachten und damit ich gut schlafen kann, power ich mich vorher so richtig aus beim Windsurfen. Hallo, Hi Sarah, grüß dich. freut mich, ne? Ich will Windsurfen und ich habe Wind mitgebracht. Ja, auf jeden Fall. Bedingungen sind super zum Üben. Ganz toll. Wir müssen uns erstmal schön warm anziehen. Du brauchst einen Anzug, einen Neoprenanzug, dass dich das Ganze schön wärmt. Wir nehmen hier 5 mm von der Neoprendicke. Das ist schön warm. Ein paar Schuhe dazu. Wo muss ich lang? Genau, einmal hier um die Ecke rechts. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Hey, da ist er ja. So, umgezogen bin ich. Wo geht's los? Ist dir warm? Mir ist warm, ja. Das ist super. Das ist genau die Voraussetzung, die wir brauchen. Weißes Wasser ist nicht warm, aber wir werden uns gut bewegen. Das kriegen wir hin. Der Kurs startet mit einem der wichtigsten Dinge beim Windsurfen, dem Wind. Also, Windrichtung. Wenn wir jetzt genau gegen die Wellen gucken, wäre es so, dass wir uns den Kopf mal drehen, die Augen dabei schließen und dann müsste es gleichmäßig in den Ohren rauschen und dann würde die Nasenspitze in Windrichtung zeigen. Ich glaube hier. Genau. So, ich gehe noch mal ein Stück zur Seite. Wenn wir jetzt nämlich die Arme ausstrecken, dann wären das unsere Fahrtrichtung, die wir fahren können. Also jedes Segelfahrzeug kann diesen Halbwindkurs fahren, so nennt sich das. Was ein Segelfahrzeug nicht kann, Gegenwind fahren. Das geht nicht. Okay. Aber erstmal geht es zu Trockenübungen auf den Surfsimulator. Tim erklärt mir, wo vorne und wo hinten ist und wie man richtig auf dem Board steht. Da steht man stabil, das kann vom Bord her wackeln. So stehst du ganz, ganz stabil drauf und kannst das halten. Ja? Das fühlt sich jetzt an Land schon nicht besonders stabil an. Das wird im Wasser lustig. Ah! Genau, wir üben ja auch ein bisschen Gleichgewicht. Ran geht's ans Wasser. Erst die Surfbretter, dann die Segel. Aber auch Segeltragen will geübt sein. Wenn ich jetzt renne und springe, fliege ich dann? Kurzzeitig. Ich traue mich nicht. Alles gut, alles gut. Hab ich dich erwischt oder die Kamera? Ja, beides. Oh nein, es tut mir leid, Danny. Es tut mir leid, verzeih mir. Jetzt ist kalt, jetzt ist kalt. Ja. Oha. Okay. So, aufholen. So, das ist die vordere Hand. Ne? Das ist unsere Schulter, die zur Brettspitze zeigt. Masthand an den Mast. Und Segel ranziehen, Oberkörper ein Stückchen drehen. Und schon fahren wir los. Ja. So, und dann während der Fahrt nicht zu dir gucken, sozusagen nach vorne gucken, wo man hinfährt. Das ist Ja. wichtig. Ja. Guck mal, das sieht doch so einfach aus. Das sieht wirklich wahnsinnig einfach aus. Das machen wir jetzt auch. Ja, ach, das machen wir jetzt. Ach ja. Stichwort ins kalte Wasser geworfen werden. Das passiert jetzt hier gleich. Genau, und jetzt langsam nach oben drücken. Oh, das Sehr gut. ich fall gleich ins Wasser. Gerade hinstellen. Stell dich gerade sagen, genau, immer schön an den Rücken denken. Gerade hinstellen. So. Und jetzt mach mal eins in der Position. Schwenk mal das Segel zum Heck. Mal zu mir. Guck mal, was das Brett macht. Merkst du es? Genau. Schwenkst mal wieder nach vorn. Genau. Ja, das heißt, du kannst es so ausrichten. Du machst es jetzt genau in die Mitte.
Genau, in die Mitte. Okay, und jetzt langsam mal das Segel zu dir ranziehen. Langsam ranziehen und die andere Hand nehmen. Und dann geht es los und zum ersten Mal in meinem Leben windsurfe ich. Noch nicht ganz so elegant wie bei Tim, aber es klappt. Und unter seiner Anleitung kriege ich sogar eine Wende hin. Und weil Anfängerfehler unvermeidlich sind, aber mal ehrlich, anbaden geht kaum besser. Und dann läuft's, also surft's. So ein Windsurfkurs kostet 250 €, der Schnupperkurs 60 €. Hast du? Jawohl, das habe ich. Ah, tipptopp. Danke Hast du gut dir. gemacht. Das hat Prima. so Bock gebracht. Wirklich, ich habe ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht. Sehr schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, das war relativ einfach zu lernen. Also es ist jetzt kein Hexenwerk. Das klang super kompliziert oben auf dem Trockenen. Aber sobald man auf dem Board stand und das mal ausprobiert hat, mega geil. Hat Sehr Spaß schön. gemacht. Danke dir. Freut mich zu hören, genau. So, wir bringen das noch weg. Und dann freue ich mich schon richtig auf mein Bett. Nachdem ich im See baden gegangen bin, darf ich jetzt meine Schlafstätte für die Nacht angucken. Nur eine Surfbrettlänge vom Wassersportzentrum liegt das maritime Freizeitcamp. Der Geschäftsführer und Gastronom Thomas Butz erwartet mich schon. Ja, ich würde gerne in den Hütten übernachten. Sehr gern. Herzlich willkommen Ja, sieht sehr schön im maritimen aus. Freizeitcamp am Alberstädter See. Mir schwant Übles. Ui, das schwankt schon ganz schön. Ja, das ist Wirklich. So, ich darf gleich in meine Hütte, habe ich gehört. ja. Ich wollte vorher aber mal fragen, was erwartet mich denn heute Nacht, wenn ich jetzt hier übernachte? Auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir haben ein bisschen Wind heute. Die Hütten nennen sich nicht umsonst schwimmende Hütten. Es sind wirklich schwimmende Hütten. Die sind nicht auf Stelzen oder verankert im Boden, sondern die schwimmen auf dem Wasser. Und wie Sie schon merken, es bewegt sich alles. So, ich würde sagen, bevor es jetzt richtig anfängt zu stürmen, gucken wir uns mal die Hütte an, oder? Machen wir. Super. Ich bin schon ganz gespannt. So. Ui, ja, es schwammt hier noch mehr. Okay, ich gehe mal rein. Wow, wie cool. Ich dachte eigentlich, ich wäre seefest. Mal sehen, wie die Nacht läuft. Sollte mir schlecht werden, was dann? Deswegen haben wir extra Papierkörbe, die keine Löcher haben, sondern die zu sind. Ja, ich werde dann morgen berichten, wie es war. Super. Ui, cool. Das wackelige Vergnügen kostet für die 3-Personen-Hütte 66 €. Und hier haben wir das Ganze noch mal in groß für 6 Personen. Toll, auch schön. Kostet 119 €, auch inklusive? Seeblick. Ja, hat man ja in jeder Lage. Hat man hier wirklich in der Lage, ja. Und wieder natürlich der Mülleimer ohne Löcher. Damit nichts passiert. Für den Landgang gibt es einen Grillplatz mit Blick auf den See zum Mieten. Aber falls ihr ganz normal kochen wollt, das könnt ihr in der Gemeinschaftsküche. Hier gibt es alles, was man braucht. Das ist meine Taktik. Kurbeln, weil ich sonst nicht kann. Naja. Hier können auch Kajaks, Ruderboote und Tretboote gemietet werden. Und unser Goldstück, unser Drachenboot. Toll. Sehr schön. Aber Und das können auch die Gäste sich ausleihen in Gruppe oder wird das dann angeleitet? Ausleihen schwierig. Das sind dann Gruppen, die müssen das reservieren, weil dafür wird ein Steuermann gebraucht. Ja, verstehe. Wie viele Leute passen hier rein? 20 Paddler, ein Trommler, der sitzt an der Spitze und gibt den Takt vor. Und ein Steuermann, Ja. der steht hinten. Ja, jetzt hätte ich auch Lust. Fehlen mir nur noch die anderen 19 Mann Ja. und Frauen. Naja.
Statt Drachenboot fahren, gehe ich dann doch besser langsam ins schwankende Bett. Gute Nacht. Mein Wecker am nächsten Tag: Wellen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Ja, gut. Also am Abend hat es ja doch relativ dolle geschaukelt und das hat sich dann nachts gelegt. Da war ich beruhigt und dann wurde ich wirklich in den Schlaf gewogen von den Wellen. Na, das ist doch wunderschön. Ja. Also ist der Arm unbenutzt geblieben. Ja, aber ich muss gestehen, ich habe ihn mir in die Nähe meines Bettes gestellt, weil ich ein bisschen Sorge hatte. Aber es ist alles gut gegangen und es war dann tatsächlich auch eine sehr angenehme, ruhige, warme, schöne Nacht, wo man das Wellenplätschern gehört hat. Also ja, vielen, vielen Dank. Sehr schön, sehr gerne. Von Wasseraction geht's jetzt zu flauschigem Chaos. Im thüringischen Vogtland in Arnsgrün liegt der Erlebnis- und Seminarhof Selbstgemacht. Hier werde ich später auf der Lama-Weide übernachten. Das Motto hier: maximale Entspannung. Und deshalb mache ich vorher noch einen Qigong-Kurs. Das ist eine sehr alte chinesische Bewegungskunst. Wie die funktioniert, zeigt mir Lehrerin Claudia Felsner. Als du das allererste Mal Qigong gemacht hast, wie war das für dich? Und ich dachte, ich bin hier falsch am Platz, begreife das nie. Aber machst dann halt deine Übungen nach, mehr oder weniger verkrampft. Und als der Kurs dann zu Ende war, 18 Uhr, habe ich gedacht, ich brauche jetzt einen Krankenwagen, der mich nach Hause fährt, weil meine Knie so furchtbar wehgetan haben. Das ist so anstrengend. Aber der Ehrgeiz packt einen ja dann. Ne? Auch im Qigong ist aller Anfang schwer. Aber Claudia hat weitergemacht, mittlerweile ohne Knieschmerzen. Der Kurs bei ihr kostet 65 €. Gehen wir in die nächste Übung, die hat einen hübschen Namen, die heißt den Affen abwehren. Den Affen abwehren? Den Affen abwehren, genau. Ihr stellt euch vor, ihr habt eine Banane auf der Hand. Da kommt der Affe, ne, der guckt erst mal so ein bisschen, ihr beobachtet den, ihr schaut in die Hand rein. So, jetzt wird der Affe frech, der nähert sich der Banane und ihr schiebt den einfach samt der Banane weg. Dann nehmt ihr die Hand, ihr habt eine neue Banane oder ihr habt die andere gehalten und ihr geht wieder hier rein, schaut in die Hand und schiebt das wieder weg. Ich habe eher Angst, dass ich heute Nacht Lamas abwehren muss. Aber erstmal Ruhe bewahren und durchatmen. Das Qigong zeigt schon Wirkung. Ausatmen, lasse ich alles los. Okay, das war's für heute. Danke euch. Genau, Sarah, wie hat's dir gefallen? Es ist sehr schön zu sehen, wie man mit so wenig Bewegung und so wenig Kraft doch, wie sehr man dann entspannen kann und runterkommen kann. Ja. Tiefenentspannt geht's weiter. Inhaberin des Selbstgemacht-Resorts Katrin Liesch zeigt mir mein Baumzelt. Sie gucken schon. Und stellt mich meinen neuen Nachbarn vor. Die sind riesig. Die sind groß, ja. Da ist schon was. Die sind richtig groß. Sind ja auch Lamas. Ja. Wie viele habt ihr hier? 10. 10 Lamas. 10 Jungs, reine Männer-WG. Aha. Ja, kein Wunder, dass sie so gucken, wenn jetzt hier die ganzen Frauen ankommen. Alles hört auf mein Kommando. Weißt du, wie schön das ist? Mal mehr und mal weniger. Sehr schön. Ja. Da schläfst du heute. Wetterbericht für Arnsgrün. Heute Nacht -3 Grad und aktuell Schneit, graupelt gerade. Aber bleiben wir optimistisch. Luftmatratze. Mann. Okay, jetzt ist mir schwindelig. Warte. eine Nacht im Baumzelt bei den Lamas kostet 130 €, Zeltaufbau inklusive. Wie bist du zu deinen Lamas gekommen? Weil wir hier auf dem relativ großen Grundstück was gesucht haben, was leise ist, was winterhart ist, was freundlich ist, nicht unbedingt in den Topf muss und nett anzuschauen. Nett anzuschauen sind sie, diese Charakterzähne, wundervoll. Katrin versichert mir, dass die Jungs ganz lieb sind und nicht spucken.
Die sind auf so einen Pfiff konditioniert und das ist manchmal ganz praktisch. Es ist so ganz langsam La Cucaracha. Jetzt aber. Ich versuch's. Gesichtsmuskeln entspannt. Aha. Das ist so lustig. Moment. Okay. Du musst dabei noch den Kari angucken. Kommt! Wuhu! Kommt, Jungs, kommt! Wuhu! Jawohl! Yes! Ui, galoppierende Alle Mann, gibt alles! Weil ich ja mit den Lamas zusammen auf der Weide übernachten will, dürfen die jetzt endlich nach dem langen Winter raus auf die Wiese und Gras fressen. Das animiert schon mal zu Freudensprüngen. Worauf hättet ihr denn eher Lust? Übernachtung in den schwimmenden Hütten oder in einem Baumzelt auf der Lama-Wiese? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Es wird dunkel und kalt. Wie war der Song? Zähne putzen, Polan, ab ins Bett. Zähne putzen, Polan, ab ins Bett. Jawohl. Aber komisch, warum fühle ich mich nur so beobachtet? So, gute Nacht, Sarah. Gute Nacht. Guten Morgen. Also ein Lama klingt, glaube ich, anders. Ach. Na? Warte. Boah, ich fall gleich raus. Was ist das hier? Ja, bisschen kalt in der Nacht. Ich habe mich dann noch mal extra angezogen. Extra Socken, die Mütze, Schlafsack bis oben zu. Und dann ging das gut. Bisschen ungewohnt auf dem Ding. Das wippt und wackelt bei jeder Bewegung. Und die Lamas waren sehr auf Distanz. Also nicht in der Nähe. Dann gibt's Frühstück. Also für die Lamas. Und für mich gibt es auch was ganz Besonderes. Ja, Sarah, wer bei uns auf der Weide übernachtet hat, der bekommt natürlich auch einen Lama-Führerschein. Das waren ungewöhnliche Übernachtungen in Thüringen. Und ich versuche jetzt noch mal einen Lama zu streicheln. Hallo. Für noch mehr Hinreisen schaut mal vorbei bei meinen Kolleginnen Lisa und Lena. Die waren auf dem Geiseltalsee unterwegs. Oder schaut bei mir rein. Da habe ich ungewöhnliche Übernachtungen in Sachsen-Anhalt ausprobiert. Draufklicken und hinreisen und Lamas streicheln.